Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute endlich mit den News zu gestern, Serverwartung und so weiter, Halloween-Event etc. Halloween-Event ist eigentlich auch relativ kurz erklärt. Und zwar ist es einfach ein Event-Dungeon, den man ab Level 20 betreten kann. Er hat verschiedene Schwierigkeitsstufen. Man kann ihn betreten vom Aufzug in Flaris. Also die meisten von euch, von uns, sind eigentlich jeden Tag in Flaris. Deswegen sage ich immer Flaris, weil ja, da ist eigentlich immer am leichtesten zu finden. Genau, steht am Aufzug in Flaris. Der Pumpkin-NPC, der lässt euch in den Dungeon rein. Täglicher Reset ist um 0 Uhr. Man hat 15 Minuten Zeit. Das Ganze ist auf Level basiert. Das heißt, Schwierigkeitsgrade sind vorgegeben. Ab 20 bis 60, 61 bis 100, 100 plus. Und man muss dann einfach die Monster darin töten. Das sind Event-Pumpkin-Monster. Und dann bekommt man Halloween Dungeon Lucky Boxen. Und der Inhalt dieser Lucky Boxen ist wie folgt. Wir haben hier unten Materials, Trostpreise mit über 40%, 42% nur auf die Materials. Dann haben wir Potion Boxen, Halloween Balloon Boxen. Das sind die Teile, die 50% XP geben, zusätzlich zu einer Ampli aktiviert werden können. Und ich glaube 2 Stunden halten. Dann haben wir Cotton Candy nochmal 20%, die 4 Mainstat Cotton Candies, also nur Cotton Candies plus Materials sind wir schon bei über 60%. Pickup Boost Scroll, diverse Power-Ups, wobei man hier tatsächlich am meisten darauf achten sollte, auf die Anzahl. Wenn man sich jetzt das so durchliest, denkt man sich so, okay, ich meine, das ist jetzt gar nicht so krass, aber anscheinend bekommt man 10 Amplis, wenn man sie pullt und 10 Grilled Eel und auch 5 Halloween Balloon Boxen. Das heißt, auch wenn die Wahrscheinlichkeiten auf die, sag ich mal, guten Items relativ gering sind, bekommt man dafür gleich mehrere auf einmal, was es je nach Droprate der Lucky Box dann wieder deutlich besser machen sollte. Genau, Hauptgewinne sind folgende: Eintages kombinierte Party, Schriftrolle 5 Stück mit einer 0,3% Chance und das 2024 Wizard oder Witch Set einmal mit einer 0,1% Chance. Ja, finde ich gut, dass die Hauptgewinne, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, relativ unwichtig sind. Ich meine, Random CS-Set, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das letztes Jahr einfach so gratis bekommen haben. Also literally jeder. Ich glaube, es gab es bei einem Einlog-Event oder, naja, nicht Einlog-Event, aber man hat es ziemlich leicht bekommen. Also ich meine, alle meine Charakter haben das. Das heißt, man muss es extrem einfach bekommen haben. Deswegen finde ich das absolut okay, dass das hier so selten ist. Für die Leute, die es halt noch nicht haben, gut, die müssen halt Glück haben, aber die allermeisten Leute wollen es wahrscheinlich gar nicht. Deswegen finde ich das ganz cool, dass der Hauptgewinn etwas ist, was man nicht zwingend braucht oder will. Gut, Tagesschriftrolle, kombinierte Party-Effekte ist dann schon ein bisschen was anderes. Das wollen schon viele Leute haben, aber ist jetzt auch nicht so ultra selten mit einer 0,3% Chance. Und der Vorteil von der Scroll ist ja, dass es relativ egal ist, auf welchem Charakter man sie bekommt. Das heißt, wenn man mit genügend Charaktern und oft genug diesen Dungeon läuft, wird man schon ein paar bekommen. Also sollte man zumindest 0,3, wie gesagt, geht eigentlich noch, wenn man ausreichend farmt. Und ja, dann, wie gesagt, der Charakter ist ja da in dem Fall zum Glück egal, weil der Effekt ja immer aktiv ist und man muss dann nur zum Party stapeln oder so mal Party-Lied abgeben. Aber grundsätzlich ist das da nicht so schlimm, finde ich. Und der Rest, wie gesagt, ist halt vor allem aufgrund der Anzahl besser, als es auf den ersten Blick aussieht. Und ja, das ist das Halloween-Event letztendlich. Also es besteht nur daraus, es ist nur ein Daily Event Dungeon. Was ich nicht ganz verstehe, ich glaube, das hier ist Copy-Paste oder so. Hier steht, please note that the event ticket and Halloween Dungeon Lucky Box will be removed after this event ends. Es gibt aber kein Ticket. Also ich habe hier auch wirklich nochmal hier ganz dumm Steuerung F Ticket eingegeben. Es wird im gesamten Beitrag kein Ticket erwähnt. Außer hier unten, dass es entfernt wird. Und auch in der Lucky Box ist kein Item, das sich Halloween Ticket nennt oder Event Ticket. Und ich habe es auch gerade ausprobiert, man kann einfach in den Dungeon reingehen, man braucht kein Ticket. Also ich weiß nicht genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Copy-Paste ist. Und da einfach was mitkopiert wurde, was hier nicht hingehört. Dann haben wir Bugfixes von gestern noch. Ich lese einfach vor. Fix an issue where flying items were moving when using a skill while flying. Fix an issue where the golden Albert could sometimes spawn after the boss monster of the dungeon. Fix an issue where some Saint Morning and Darken monsters with low remaining HP would stop attacking players until they move. Fix an issue where the Pericrum Staff weapon was missing visual upgrade effects.
General changes. Using a couple skill does not remove Dark Illusion anymore. Wusste nicht mal. Separated the display of element resistance and element defense in a character window for better accuracy. Okay. Increase the width of the target information window when using Masquerade theme. Added an icon showing the job of the targeted player to all themes, except the Goat theme, which already had it. Added an option to hide banner titles appearing on top of the player's name. Das sind zum Beispiel die FEC-Titel gemeint. Und added an option to adjust the font size of the game. Also die Schriftgröße. Ja, sind eigentlich alles so Kleinigkeiten, würde ich sagen. Wie gesagt, mit Kapiski und Dark Illusion noch nie in meinem Leben davon gehört. Wird aber auch eher was sein, was wahrscheinlich für PvP-Spieler vielleicht relevant ist, weil PvE-Spieler benutzen eigentlich nicht so viel Dark Illo. Vor allem nicht in Kombination mit Couple Skills. Und ja, der beste Bugfix hier sollte sein, oder der mich persönlich am meisten betrifft, von den meisten anderen Sachen, wie gesagt, habe ich jetzt so direkt noch nie gehört, beziehungsweise es selbst noch nicht erlebt. Golden Albert could sometimes spawn after the boss monster of the dungeon, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das überhaupt der Bug war. Also bei uns war es halt so, wir waren im Dungeon und dann bist du zum Boss gelaufen und dann war halt der Golden Albert da, ja, und der Boss aber auch. Und der Effekt von Golden Albert ist, du tötest ihn und danach spawnt der Boss mit einer erhöhten Drop- und XP-Rate. Quasi, oder mit einem zusätzlichen Drop- und XP-Buff. Geht ja aber nicht, weil der Boss zu diesem Zeitpunkt ja schon gespawnt ist. Das heißt, wenn du den Golden Albert dann tötest, spawnt er kein Boss mehr. Und das war quasi das Problem. Und hier klingt es jetzt so, als würden der Boss und der Albert zeitgleich spawnen, was ich nicht glaube, dass passiert ist. Ich glaube einfach, dass der Albert halt im Bossraum gespawnt ist, als du den Dungeon aufgemacht hast. Und du siehst ihn logischerweise erst, wenn du zum Boss gehst, weil kein Mensch geht zum Bossraum, um zu gucken, ob da ein Golden Albert ist. Und den Dungeon zu töten und dann wieder zurück zu seinem Team zu laufen. Niemand macht das. Niemand würde jemals auf die Idee kommen. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist in über 400 Runs nur zweimal passiert. Die Wahrscheinlichkeit davon war also extrem gering. Klar, wenn es passiert ist, war es schon ziemlich ärgerlich, aber ja, es ist extrem selten passiert und wie gesagt, ich glaube schon, dass der Golden Albert schon vorher existiert hat, aber wie auch immer, das Problem scheint ja jetzt gelöst worden zu sein. Von dem her spielt es keine Rolle mehr. Dann haben wir dieses Wochenende ein Enhanced Upgrade Gear Event. Das heißt, normales Upgraden ist wahrscheinlicher und bezieht sich aber nicht auf Ultimate Waffen. Genau. Jo, und dann haben wir noch ein paar Cash-Up-Angebote. Reaper, CS-Pad und Weapon Skin Box sind wieder am Start. Charlie Hunter Grey Set, Charlie Hunter Blue Set, Charlie Hunter Weapons Set, das sind die Kettensägenwaffen. Und ein neues 10% oder ein neues Speed-Set, unter anderem 10%. 10, 10, 8, 8, 6, 4, 2, 2, um genau zu sein. Das heißt 8 verschiedene Farben. Wobei ich hier persönlich mal wieder sagen muss, 2 auf jeden Fall schon wieder ein bisschen unnötig sind. Oder zumindest 1 auf jeden Fall. Nämlich hier. Also die beiden 2% Sets sind sich so extrem ähnlich, dass ich wirklich sagen muss, warum existieren die beide? Aber gut. Sei es drum, ist halt so. Sie unterscheiden sich eigentlich nur anhand der, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, anhand des Heads quasi, anhand des Sacks überm Kopf sozusagen. Ein paar kleinere Details sind auch anders, aber wenn man sich jetzt einfach so, wenn man es einfach nur kurz anguckt, dann sieht man so gut wie keine Unterschiede eben bis auf den Head. Also, ja. CS-Pad gibt es auch noch dazu und, ja, auch hier das gleiche quasi. Der einzige Unterschied ist eigentlich der Head. Das andere ist nur minimal heller oder dunkler. Und so weiter. Finde aber tatsächlich, dass es mal ein anderes CS-Set ist. Ist einfach mal wieder ein bisschen was anderes. Ich würde halt persönlich den Head auf jeden Fall weglassen. Bin ich jetzt kein so großer Fan von. Aber dieses zerfetzte, ja, Scarecrow-Theme finde ich tatsächlich ganz cool. Beziehungsweise, wie gesagt, ist es einfach mal wieder was anderes, was wir jetzt so, glaube ich, noch nicht wirklich im Game hatten. Vogelscheuche, von dem her auf jeden Fall nicht schlecht. Kann man mal machen. Und jo, das waren die ganzen News von heute plus das Halloween-Event, von gestern besser gesagt. Ja, ich lade immer Videos von gestern hoch. Shame over me. Jo, und das Halloween-Event ist natürlich etwas unumfangreich, kann man sagen, aber ist auch zu erwarten gewesen. Die Developer haben jetzt ja mit dem FEC-Transfer zu tun gehabt oder haben jetzt zu tun. Davor war das PvP-Event in Manila.
Dann jetzt kommt bald der Public Test Server, außerdem logischerweise das Update. Also habe ich jetzt persönlich kein Problem damit, dass das Halloween-Event vom Umfang her ziemlich klein ist, weil Halloween ist eigentlich immer eines der größten Events gewesen, historisch in FLive. Das hier ist sehr klein im Vergleich dazu oder zu vielen anderen Events. Aber wie gesagt, die Belohnungen an sich, denke ich mal, passen. Auch wenn die Chance natürlich auf Trostpreise weit über 50% liegt. Wenn man was Gutes pullt, dann halt direkt in einer Menge, wo man sagen kann, okay, dann kann man sich auch mit der niedrigen Wahrscheinlichkeit irgendwo abfinden. Und ich meine, allein sowas wie 10 Amplis und 5 Halloween-Balloons ist schon echt ziemlich gut. Und auf diese beiden Sachen zusammengerechnet hat man schon eine 8,5% Chance. Also sollte man schon einige bekommen. Und ja, damit sage ich danke euch fürs Zuschauen. Ist halt auch die perfekte Vorbereitung aufs Update, by the way. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, auch ein Abo von euch freuen. Und schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.